Alien Investor präsentiert. Meine erste Unze Gold kam mit der Post, angespart über einen Goldsparplan, als junger Alien, sauber registriert, mit Kaufbeleg. Aber als sie zum ersten Mal in meiner Hand lag, habe ich verstanden, warum Menschen diesem Metall seit Jahrtausenden vertrauen. Das Gefühl ist besonders, es ist ein bisschen magisch. Sensoren bestätigen Commander. Gold funktioniert ohne Strom, ohne Internet und ohne Gegenpartei. Aber mein Archiv meldet ein Problem. Der Weg, es anonym zu kaufen, wird seit Jahren schmaler. Genau darum geht es heute, das Tafelgeschäft, Bargeld über den Tresen, Münze in die Tasche, kein Datensatz. Das älteste Eigentum der Welt trifft auf die modernste Überwachung. Und die Tür schließt sich leise. Thorsten Rübernimm. Fangen bei der Frage an, was dieses Metall von allem anderen unterscheidet. 1. Das Metall ohne Versprechen. Fast alles, was du besitzt, ist in Wirklichkeit ein Versprechen. Dein Kontoguthaben ist eine Forderung gegen eine Bank. Deine ETF-Pfandteile hängen an einer Verwahrkette. Selbst der Schein in deiner Tasche ist nur so viel wert, wie das Vertrauen in seinen Herausgeber. Ein Goldbarren ist anders. Er ist keine Forderung gegen irgendwen, kein Anspruch, kein Eintrag in eine Datenbank, die jemand betreibt. Er funktioniert bei Stromausfall, bei Bankenkrise und bei Internetsperre exakt gleich gut und er hat jede Währungsreform der Geschichte überlebt. Die ehrliche Seite gehört dazu. Gold zahlt keine Ausschüttung, es baut keine Fabriken, es erwirtschaftet nichts. Bitcoin übrigens auch nicht. Das ist kein Fehler, beide haben eine andere Aufgabe als eine Aktie. Aktien sind Produktivkapital, sie arbeiten. Bitcoin ist Eigentum, das in Sekunden um die Welt reist. Und Gold ist die analoge Reserve darunter. Die einzige Schicht deines Vermögens, die kein einziges Versprechen enthält. 2. Gold ist Geld, alles andere ist Kredit. Der Satz wird dem mächtigsten Banker seiner Zeit zugeschrieben, JP Morgan, aus einer Anhörung vor dem US-Kongress im Jahr 1912. Gold ist Geld, alles andere ist Kredit. Über 100 Jahre später führen ausgerechnet die Zentralbanken den Beweis, dass der Satz noch gilt. Seit 2022 kaufen die Notenbanken der Welt Gold in historischem Tempo. 3 Jahre in Folge jeweils mehr als 1000 Tonnen. Angeführt von Staaten, die ihre Abhängigkeit vom Dollar verringern wollen. Halte dir dieses Bild einen Moment vor Augen. Dieselben Institutionen, die beliebig viel Papiergeld erzeugen können, tauschen genau dieses Geld in das einzige Metall, das sich nicht drucken lässt. Sie wissen offenbar selbst, was ihr Produkt langfristig wert ist. Und dieselben Staaten haben in den letzten Jahren immer genauer geregelt, wer Gold kauft, wo es liegt und ab welcher Summe der Name dazu gehört. Erst beides zusammen ergibt das ganze Bild. Gold wird eingesammelt. Und Gold wird beobachtet. 3. Die analoge Tür. Es gibt einen Kaufweg, der so alt ist wie der Handel selbst. Du gehst in ein Ladengeschäft, legst Bargeld auf den Tresen, bekommst deine Münze und gehst wieder. Kein Konto, kein Depot, kein Datensatz, der irgendwo entsteht. Der Fachbegriff dafür ist Tafelgeschäft. Es ist das analoge Gegenstück zum Bitcoin-Kauf ohne Anmeldung, den ich in einem eigenen Video gezeigt habe, und es geht um dasselbe Prinzip. Jeder registrierte Kauf erzeugt einen Datensatz und Datensätze leben lange. Sie liegen in Kundendatenbanken, sie wandern bei Firmenübernahmen mit, sie tauchen in Datenlecks wieder auf. Wer registriert kauft, hat ab dann einen Eintrag, der sagt, hier liegt etwas zu holen. Beim Tafelgeschäft entsteht dieser Eintrag gar nicht erst. Das ist keine Trickserei und keine Grauzone, sondern ein völlig legaler Kauf, bei dem schlicht niemand mitschreibt. Noch. 4. Die Tür schließt sich. Wie schnell das geht, zeigt die Geschichte der Grenze. Bis 2017 konntest du in Deutschland für knapp 15.000 € anonym Edelmetall kaufen. Dann wurde die Grenze auf knapp 10.000 gesenkt. Seit Anfang 2020 liegt sie bei knapp 2.000 €. Innerhalb weniger Jahre ist das anonyme Fenster von 15.000 auf unter 2.000 € geschrumpft und niemand hat je angekündigt, es wieder zu öffnen. Die Grenze liegt inzwischen so niedrig, dass eine einzige Unze Gold sie reißt. Anonym bleiben damit nur kleine Stückelungen und Silberinmaßen. Über der Grenze verlangt das Geldwäschegesetz die Identifizierung und der Händler bewahrt deine Daten jahrelang auf. Wo die Grenze heute exakt liegt. Was bei Käufen in Österreich und der Schweiz gilt. Welche Anmeldegrenzen der Zoll bei der Rückreise zieht. Und was die neue europäische Geldwäscheverordnung ab 2027 ändert. Das alles steht im Buch
denn diese Zahlen altern schneller als jedes Video. Die Richtung dagegen altert nicht. Jede Änderung der letzten Jahre zeigte in dieselbe Richtung, Enge. Von keine Tricks, keine Schnäppchen. Jetzt der Teil, den dir kaum jemand sagt, weil er unbequem ist. Die naheliegende Idee, einen großen Kauf in viele kleine Tranchen zu zerlegen und so unter der Grenze zu bleiben, ist keine schlaue Privatsphäre-Technik. Es ist exakt das Muster, auf das Händler und Behörden trainiert sind. Händler sind verpflichtet, verdächtige Stückelungen zu melden, und auffälliger als der eine große Kauf ist der Kunde, der 3-mal pro Woche knapp unter der Grenze bleibt. Kauf klein, weil kleine Stückelung ohnehin sinnvoll ist. Sie ist liquider, leichter zu verkaufen und leichter zu vererben. Nicht als Umgehungssystem. Die zweite Abkürzung, die schief geht, ist das Schnäppchen. Rekordpreise ziehen Fälscher an und moderne Fälschungen tragen einen Kern aus Wolfram, einem Metall mit fast derselben Dichte wie Gold. Mit der Küchenwaage erkennst du sie nicht. Die Verteidigung ist einfach: etablierte Händler statt Kleinanzeigen, bekannte Anlagemünzen und zertifizierte Bahn statt exotischer Prägungen. Und wer dir privat Gold unter dem Metallwert anbietet, erzählt dir damit schon das Ende der Geschichte. 6. Gold oder Silber. Bleibt die Frage, die jede Edelmetalldiskussion begleitet. Ich halte nichts von Lagerkämpfen, in keine Richtung. Gold und Silber sind keine Konkurrenten, sie sind zwei verschiedene Werkzeuge. Gold ist das monetäre Metall. Seine Nachfrage kommt aus Schmuck, Geldanlage und von den Zentralbanken. Die Industrie spielt kaum eine Rolle, entsprechend ruhig verhält sich der Preis. Gold ist der Kern der analogen Reserve. Silber führt ein Doppelleben. Es war jahrtausendelang Geld, heute kommt mehr als die Hälfte seiner Nachfrage aus der Industrie, aus Photovoltaik, Elektronik und zunehmend aus den Rechenzentren der KI-Welle. Gleichzeitig verbraucht der Markt seit Jahren mehr Silber, als die Minen liefern. Daraus bezieht Silber sein Aufholpotenzial und dafür zahlt es mit Schwankungen, die deutlich heftiger ausfallen als bei Gold, nach oben wie nach unten. Dazu kommt in Deutschland ein Steuernachteil beim Kauf, den Gold nicht hat. Die Einzelheiten stehen im Buch. Meine Ordnung deshalb: Gold als Kern der Reserve, Silber als bewusste Beimischung für alle, die die Schwankungen aushalten. Alles hat seinen Wert und seinen Sinn. Du musst nur wissen, welche Aufgabe du gerade vergibst. Fassen wir zusammen. Gold ist die Schicht ohne Versprechen und die Zentralbanken kaufen sie selbst in historischem Tempo. Das Tafelgeschäft ist die analoge Tür zu dieser Schicht, völlig legal, aber sie schließt sich Stück für Stück. Wer sie nutzt, nutzt sie ohne Tricks. Kleine Stückelung, etablierte Händler, bekannte Prägungen. Was das für dein System bedeutet, dazu zurück an den Commander. Bevor es weitergeht, kurz zum Fundament deiner Freiheit: Geld. Wenn du unkompliziert Bitcoin kaufen und gleichzeitig diesen Kanal unterstützen willst, habe ich was für dich. Mit 21 Bitcoin kannst du unkompliziert und schnell Bitcoin kaufen und gleich per Auto-Wallet-Transfer auf deine eigene Wallet übertragen lassen. Ich habe das Kennwort Alien Investor im System hinterlegt. Das ermöglicht eine Ersparnis von 20% bei den Kosten für den Kauf bei 21 Bitcoin. Genau, und wer Bitcoin hat, muss sie auch wie ein Profi sichern. Ich nutze dafür die Bitbox. Für diese digitale Tresorschachtel aus der Schweiz gibt es mit unserem Kennwort 5% Preisnachlass. Die Verlinkungen dazu befinden sich unter der Videobeschreibung. Für mich schließt sich hier ein Kreis: Silbermünzen in der Jugend, der Goldsparplan in der Ausbildung, und heute liegt die Reserve da, wo sie hingehört, im eigenen Zugriff. Gold fragt nicht nach deinem Namen, genau deshalb wollen alle wissen, wo deins liegt. Systemhinweis Commander. Jeder Bestand gehört dokumentiert mit Beleg, Foto und Stückelung. Der Commander hat dafür den Sachwert Tresor gebaut, kostenlos und ganz ohne Internet. Und der Lagerort gehört in die Nachlassdokumentation, sonst ist der Tresor im Ernstfall ein verlorener Tresor. So ist es: Wo die Grenzen aktuell liegen, wie du kaufst, lagerst, prüfst und den Bestand führst, das steht in Kapitel 17 von meinem Buch Das dezentrale System. Link in der Beschreibung. Vertraue niemandem, manage deine Finanzen selbst. Wenn dir das Video gefallen hat, liken, abonnieren, kommentieren und Links in der Beschreibung benutzen, um den Kanal zu unterstützen. Und falls du es noch nicht wusstest, auf alieninvestor.org findest du das alles selbst. Mein Bitcoin-Steuertool, mit dem du deine Steuer ohne fremde Hilfe machst, der Alien Analyzer, der dir Aktien wie Apple auf Herz und Nieren prüft, meine Aktienanalysen und meine laufenden Bitcoin-Kursanalysen, der Powerlaw Chart und mein Mission Control Dashboard, meine Blogartikel zu allen wichtigen Themen, meine Apps im Nostos App Store, frei von Google und Apple, meine Bücher,
Direkt bei mir oder als Kindle. Und das Alien-Phone, ein Handy mit vorinstallierten Graphene OS. Ein Ort, ein Ziel. Deine digitale Souveränität.